Ich begrüße euch. In diesem Erklärvideo zur YouTube-Playlist Fachvokabulare kuratieren, da erkläre ich jetzt das 8. Video, Wahrheitswerte und die bedingte Formatierung zur Markierung und Selektion neuer Worte einsetzen. Das kommt hier nach dem S-Verweis. Den brauchte ich ja, um zu zeigen, welche Vokabeln gibt es schon in der bekannten Vokabelliste oder in der Referenzliste. Und jetzt soll das noch hervorgehoben werden. Schauen wir uns das einfach mal an. Hier bin ich. Ich habe die Vokabeln hier schon stehen, die untersucht werden sollen und entsprechend farbig markiert werden sollen. Und da steht hier statt ab, steht da Abi. Das heißt, wenn ich also da jetzt reinklicke und mache da wieder ab raus, dann ist diese Vokabel in der Liste enthalten und hier steht war, Abi oder irgendwas anderes, was ich da reinschreibe, das ist nicht enthalten und entsprechend werden natürlich auch dann die Hyperlinks neu berechnet. Das hier sollte jetzt gelb hinterlegt werden, weil es nicht in der Liste enthalten ist. Ich markiere das, was gelb zu hinterlegen ist, durch die bedingte Formatierung. Und dann gehe ich ins Menü, ins Register Start und dort steht bedingte Formatierung, klappe ich auf und da steht neue Regel. Ich will eine Regel festlegen, wann wird gelb hinterlegt. Und da kann ich hier schon vorhandene nehmen, aber da passt nichts. Ich lege eine neue fest, Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden. Und diese Formel, die ich hier einsetze, die lautet gleich dann die Zelle hier in Spalte B. Die Spalte muss festgehalten werden, weil das soll ja auch für die benachbarten Zellen gelten. Aber die Zeile muss immer die aktuelle sein, in diesem Fall 5. Aber wenn ich das nach unten kopiere, dann darf das nicht immer die 5. Zeile sein, sondern das muss dann 1 tiefer die 6. und 10 tiefer dann die 15. sein. Daraus muss ich also jetzt eine gemischte Zelladresse machen. Das kann ich hier dadurch machen, dass ich hier die F4-Taste betätige. Jetzt habe ich also mehrfach darauf gedrückt. Entscheidend ist, vor dem B muss das Dollarzeichen stehen, vor der 5 darf es nicht stehen. Und dann schreibe ich dahinter gleich falsch. Das ist nämlich die Formel. Ein Wahrheitswert, ne, taucht da auf. Wenn also in der Spalte B das Wort falsch auftaucht, dann soll formatiert werden. Und wie formatiert wird, das lege ich hier fest mit Formatieren. Und da wähle ich einfach Ausfüllen. Man kann hier alles Mögliche machen, aber das Ausfüllen ist es. Und dann nehme ich die gelbe Farbe, klicke auf OK und nochmal auf OK. Und schon ist das gelb hinterlegt, weil das Wort, was da vorne steht, ist ja nicht ab, sondern irgendwas anderes. Aber wenn ich da wieder ab hinschreibe, dann steht da nicht mehr falsch, sondern wahr. Und die gelbe Hinterlegung, die ist also auch verschwunden, weil wird ja nur, wenn in der Spalte B falsch steht, gemacht. Und das soll jetzt natürlich auch für alle Zeilen gelten, bis zur Zeile 1921. Und das ist das Schöne, wenn ich die Formeln kopiere, dann muss ich die erstmal markieren. Und um das bis unten hin zu kopieren, muss ich doppelt aufs Ausfüllkästchen klicken. Das habe ich gerade getan und man sieht, schon ist das passiert. Nicht nur die Formeln wurden nach unten ausgefüllt, sondern auch diese bedingte Formatierung. Und da sehen wir, wo wahr steht, das ist das, was bekannt ist. Und wo falsch steht, das muss also gegebenenfalls gelernt werden, weil das steht nicht in der Liste der bekannten Vokabeln. Das war's mit den Wahrheitswerten und der bedingten Formatierung zur Markierung und zur Selektion neuer Worte einsetzen. Die Selektion, die kann ich jetzt auch noch zeigen, wie die geht, wenn ich jetzt nur die Liste haben will mit den Einträgen, wo falsch steht, die also unbekannt sind. Dann brauche ich hier nur irgendwo reinklicken, wähle hier
im Register Daten den Filter und dann sehe ich hier bei Bekannt steht hier dieses zum Auswählen und wenn ich da alles haben will, wo falsch steht, also was nicht bekannt ist, dann kann ich das einfach so auswählen. Man sieht, es sind 1433 Vokabeln von 1917, die da unten stehen, die ich nicht kenne. Entsprechend ist, wenn ich die Bekannten hier rausholen will, muss ich einfach nur wahr einsetzen und klicke auf OK. Und dann habe ich hier die 484 bekannten Vokabeln aus dieser Liste. Damit ist das 8. Video abgeschlossen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr also auch das nächste aus dieser Playlist anschaut. Tschüss.